Tichys Einblick veröffentlicht seit gestern ein brisantes Papier. Es stammt aus dem Bundesinnenministerium. Es stammt von der Abteilung, deren Aufgabe es ist, die Folgen der Krisenbewältigung im Innenministerium zu prüfen. Es ist also, wenn man so will, ein Papier eines internen Kontrollmechanismus. Seine Echtheit ist bestätigt. Der Beamte wurde bereits in den Ruhestand versetzt, in den vorläufigen Urlaub versetzt. Seine Namen und die seiner Vorgesetzten sind uns bekannt, auch der breite Verteiler des Papiers im Bundesinnenministerium. Warum ist es so brisant? Es ist deswegen so brisant, weil es die Frage stellt, ob die Folgen der Corona-Politik nicht verheerender sind als die Folgen der Viruserkrankung selbst. Das ist eine brisante These. Ob ich dieser These folge, sei dahingestellt. Ich teile die Schlussfolgerungen des Autors nicht in allen Punkten, aber darum geht es nicht. Die Corona-Politik ist so einschneidend für dieses Land, dass man darüber diskutieren muss, dass man die Maßnahmen diskutieren muss, dass man die Grundrechtseinschränkungen debattieren muss. Und deswegen glaube ich, dass dieses Papier über große Teile der Öffentlichkeit bekannt werden sollte, auch wenn man dann zu anderen Schlussfolgerungen kommt und meinetwegen die Maßnahmen der Bundesregierung trotzdem für richtig hält. Also die zentrale Aussage des Papiers lautet, ich lese vor, die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von Covid-19 lassen keine ausreichende Evidenz dafür erkennen, dass es sich um mehr als einen Fehlalarm handeln würde. Das ist natürlich eine in ihrer Kernaussage brutale Formulierung, dass alles, was wir jetzt machen, seit 8 oder 9 oder 10 Wochen nur ein Fehlalarm sei. Der Autor aus dem Referent KM4, Schutz kritischer Infrastrukturanlagen, hat zu prüfen, ob Seuchen, Überschwemmungen, Unglücke, Katastrophen bis hin zu Hackerangriffen, ob die adäquat vom Bundesinnenministerium gemanagt werden, soweit man solche Krisen bzw. deren Bekämpfung managen kann. Er schreibt, es ist Gefahr im Verzug. Durch vermeintliche Schutzmaßnahmen entstehen im Moment jeden Tag weitere Schäden, die größer sind als das, was die Corona-Hilfe, die Corona-Vermeidungspolitik eigentlich erreichen will. Er fürchtet um die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Regierungsparteien und Regierungsmitgliedern, um die Stabilität letztlich unseres Staates und unseres Gemeinwesens, weil die Folgen so verheerend sein können. Was sind nun die Folgen? Die Kollateralschäden sind inzwischen höher als der erkennbare Nutzen. Er führt dazu einige wesentliche Punkte auf und sagt, dieses Papier ist nicht für die Öffentlichkeitsarbeit bestimmt. Tatsächlich beinhaltet das Papier sehr viele Schutzmaßnahmen und Analysen und Aktenvermerke auch zu anderen Krisen, Verhaltensmechanismen des Bundes. Deswegen können und wollen wir dieses Papier nicht umfänglich, nicht komplett veröffentlichen, weil wir wollen die Weichenstellen der Bundesrepublik Deutschland nicht auf dem Präsentierteller zeigen. Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir deswegen nur die Corona-Passagen veröffentlichen. So lautet der zentrale Kritikpunkt, dass man für die Bekämpfung von Corona, wie wir wissen, die Intensivstationen, generell die Krankenhäuser, soweit es irgendwie vertretbar schien, freigeräumt hat. Dadurch besteht die Gefahr, dass Krebspatienten, dass aber auch die Betroffenen von Herzinfarkten, von Schlaganfällen und von anderen akuten lebensbedrohlichen Krankheiten nicht mehr angemessen behandelt werden, sich scheuen, in die Klinik oder zum Arzt zu gehen und wenn sie kommen, abgewiesen werden oder nicht schnell genug behandelt werden. Das ist eben die Folge der Tatsache, dass gewissermaßen der gesamte medizinische Apparat einseitig auf die Bekämpfung und Behandlung von Corona-Fällen ausgerichtet wurde und nicht mehr die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt wichtig erscheint. Besonders betroffen sind Pflegefälle, hier heißt es, die im März und April 2020 erzwungene Niveauabsenkung des Versorgungsniveaus wird zu vorzeitigen Todesfällen führen. Damit ist
zwar die Zahl nicht möglich zu benennen, aber die schwächsten Teile der Bevölkerung, die Pflegebedürftigen, werden jetzt offensichtlich schlechter versorgt, als das vorher der Fall ist. Die Folgen sind verheerend, weil das Potenzial der Viruserkrankung gewissermaßen erhöht wird durch Fehler. Nicht intensiv beschäftigt sich der Autor mit den Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Wir alle wissen ja, dass die Folgen für die Wirtschaft dramatisch sind. Über 10 Millionen Kurzarbeiter, das ist de facto Arbeitslosigkeit von über 10 Millionen Menschen oder jedenfalls teilweise Arbeitslosigkeit. Milliardenbeträge, die an Großkonzerne zu deren Unterstützung gehen. Ganze Branchen wie Luftfahrt, Hotellerie, Gastronomie, Handel, die möglicherweise in eine zweite Welle getrieben werden. Und es wird keine Corona-Welle sein, sondern das wird eine Pleitewelle sein. Und die hohe Staatsverschuldung, Steuererhöhungen und andere Folgeerscheinungen, die dann wiederum dazu führen werden, dass soziale Leistungen abgesenkt werden müssen, weil die Mittel fehlen. Denn Wirtschaft ist nicht irgendwie etwas vom fremden Stern, sondern Wirtschaft sind wir alle und ohne Wirtschaft können wir uns das alles nicht leisten. Vor allen Dingen fehlt dem Verfasser dieses kritischen Papiers jede Vorstellung, wie Deutschland wieder aus dem Lockdown, aus dem Shutdown, also aus dem Stilllegen von Wirtschaft und Gesellschaft entkommen kann. Das ist aber gerade im Augenblick die entscheidende Frage. Wir erleben ja ein buntes Durcheinander von Lockerungsmaßnahmen, über die sich sicherlich viele freuen, unter denen andere weiter leiden. Aber es fehlt eine wirklich vernünftige Strategie, wie die Wirtschaft in diesem Land, wie unser gesellschaftliches Leben, wie Schule, Hochschule und so weiter, wie diese wieder anlaufen können. Wie kommt es dazu, dass solche Fehlentscheidungen getroffen werden? Das ist vielleicht einer der zentralen Punkte. Das Papier kritisiert insbesondere das Robert-Koch-Institut. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts seien nicht hinreichend belastbar, sie seien oft spekulativ und sie seien oft in ihrer Aussagequalität umstritten. Wir kennen das. Wir haben immer eine Anzahl von Infizierten, eine steigende Anzahl von Infizierten gemessen, aber wir wissen nicht, ob es nicht nur daher kommt, dass man immer mehr Leute getestet hat und je mehr man natürlich prüft, umso mehr wird man finden. Diese und andere zahlenmäßige, analytischen Fehler listet er auf und diese Fehler führen dann in der Folge zu Fehlentscheidungen auch bei den politischen Entscheidungsträgern. Wessen Entscheidungsgrundlagen fragwürdig sind, der kann auch nur fragwürdige Entscheidungen treffen. Der Autor fordert auf, dass das Robert-Koch-Institut nicht alleine herangezogen wird, sondern auch konkurrierende Fachleute und Experten gehört werden. Die einzelnen Virologen, auch an die richtet er schwere Vorwürfe, hätten nur ihren virologischen Blick, man könnte es auch sagen, ihren sehr begrenzten fachidiotischen Blick gehabt und hätten nicht im Auge gehabt, dass die Menschheit mehr ist als nur eine Ansammlung von Virenträgern. Das führt dann dazu, dass die Gesamtschau auf das Geschehen der Pandemie fehlt. Das hätte aufgefangen werden können durch eine kluge politische Führung, aber er weist nach, dass die Fehlerhaftigkeit der Datengrundlage aus den verschiedenen Fachministerien nur nach oben ins Bundeskanzleramt transportiert worden sei und gewissermaßen die Fehler unten weiter oben reproduziert worden seien. Es fehlt eine klare politische Führung, das haben wir auch erlebt von Anfang an. Anfangs war die Kanzlerin abgetaucht, dann tauchte sie eher verharmlosend auf, giggelnd und gackelnd und empfahl Journalisten, sich nicht in die Augen zu fassen, als ob dies die entscheidende Kategorie sei. Es fehlt eine klare und stringente Vorstellung und Information der Bevölkerung. Ein positives Beispiel wäre in dem Fall ja der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der jede Woche mit den Fachministern klar erläutert hat, was aus seiner Perspektive Stand der Dinge ist und was die nächsten Schritte sind. Das fehlte also, eine klare Kommunikationsstrategie der Bundesregierung. Und das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass die Akzeptanz der Maßnahmen und dass die
Sicherheit und das Verständnis der Bevölkerung aufbricht. Wir erleben das ja an vielen Demonstrationen, die in vielen Städten stattfinden, die nichts anderes sind als Ausdruck dieses Unbehagens. Das kann man auch nicht in das übliche Links-Rechts-Schema einpressen, sondern das ist die Tatsache, dass die Bevölkerung sich zu wenig informiert fühlt. Zum Abschluss hat da der Autor auch noch einen gewaltigen Seitenhieb auf meine Kollegen von Presse und Rundfunk bereit. Er sagt, richtige Maßnahmen brauchen Widerspruch, brauchen Transparenz, brauchen Diskussion. Dazu braucht es auch eine vierte Gewalt, die Medien. Aber diese vierte Gewalt ist wieder ausgefallen. Sie hat zunächst die Krise verharmlost, die Pandemie, solange auch die Bundesregierung dann noch gezögert hat, eher lächerlich gemacht und ist jetzt einseitig dabei, nur die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin zu loben und zu unterstützen, statt zu erkennen, dass wer etwas macht, natürlich auch Fehler macht und ohne persönliche Schuldvorwürfe die Debatte dazu führen müsste, dass Falsches richtiger gemacht wird und weitere dramatische Fehler vermieden wird. Wie gesagt, dieses Papier veröffentlichen wir auf unserer Seite Tichys Einblick. Da können Sie in mehreren Abteilungen die wichtigsten Schlussfolgerungen, die wichtigsten Informationen nachlesen. Wir freuen uns, dass wir diese Debatte eröffnen konnten und hoffen, dass möglichst viele Bürger und Bürgerinnen sich mit dieser Sache fair auseinandersetzen. Noch einmal, uns von Tichys Einblick geht es nicht um für oder gegen konkrete Maßnahmen. Es geht uns nicht einmal um Regierungsschelte. Was wir wollen, ist Information transportieren und das machen wir und hoffen, dass Sie uns dabei folgen und diese Informationen aufnehmen, bewerten und für sich die richtigen Schlüsse ziehen.